Diese Erdbeeren sind durstig und ihre Klimabilanz ist verheerend. All das nur, damit sie schon seit Wochen bei uns im Einkaufskorb landen können. Wir Konsumenten machen uns darüber wenig Gedanken. Also ganz ehrlich, wenn ich vorher eine probieren darf und die schmeckt super, super lecker, dann kaufe ich die. Ich kaufe sie nicht jeden Tag, aber dann kaufe ich sie mal. Ich mache da kein Dogma draus. Wir wollen halt alles so schnell und einfach wie möglich. Gell? Wenn wir halt die Erdbeeren im November haben wollen, dann wollen wir halt die Erdbeeren im November. Ich denke, das ist halt das große Thematik. Wir machen nicht so viele Gedanken darum. Ich verstehe auch, dass die Menschen was verdienen wollen, dass Geschäfte gemacht werden, verstehe ich alles. Aber ich muss jetzt nicht Erdbeeren essen. Erdbeeren in der Vorsaison sollten wir lieber nur ausnahmsweise genießen, rät Ökotest. Denn sie tragen einen schweren ökologischen Rucksack. Sie wachsen auf riesigen Plantagen in Südspanien unter hohem Einsatz von Pestiziden. Ökotest hat 14 Mal Erdbeeren eingekauft in großen Supermärkten, Discountern und bei Biomärkten. Wir haben 500 Pestizide testen lassen und wollten natürlich auch wissen, wie es um die Anbaubemühungen der Hersteller geht. Also welche Klimabilanz die haben, wie viel Wasser sie verbrauchen in den extrem trockenen Anbaubedingungen. Und zum anderen wollten wir auch wissen, wie die Arbeitsbedingungen der Menschen sind, die die Erdbeeren anbauen. Die Suche nach der Erdbeere aus Spanien oder Ägypten, die lecker schmeckt und der Umwelt so wenig Schaden wie nur möglich zufügt, ist aussichtslos. Fakt ist, die Natur in Huelva trocknet durch den Anbau aus. Das rote Gold, wie die Spanier die Erdbeeren nennen, bedroht den Nationalpark und das dortige Ökosystem. Andalusien, die Region, ist eine der trockensten Regionen in ganz Europa. Also 1 Kilo Erdbeeren verbraucht ungefähr 300 Liter Wasser im Anbau. Und diese 300 Liter Wasser, die transportieren wir damit auch mit zu uns, quasi in eine der wasserreichsten Regionen Europas. Und das ist natürlich ökologisch kompletter Irrsinn. Und die Region dort trocknet immer weiter aus. Wir haben da einen Nationalpark, das ist eines der wichtigsten Feuchtgebiete in Europa. Die schlechte Ökobilanz und der Einsatz von Pestiziden spielen also eine große Rolle bei der Bewertung. Die Erdbeeren von Aldi Süd und Norma fallen deshalb mit ungenügend durch. Die Erdbeeren, die wir bei Norma eingekauft haben, da steckten 7 verschiedene Pestizide drin und darunter auch besonders bedenkliche, also entweder krebserregende oder Pestizide, die besonders schädlich für die Umwelt sind oder bienengiftige Pestizide. 4 Pestizide hat das Labor bei den Erdbeeren von Aldi Süd ermittelt. Weitere 5 Früherdbeeren sind wegen Pestiziden nur ausreichend. Kritisch bewertet Ökotest außerdem, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort miserabel seien. Menschenrechte zählen auf den spanischen Erdbeerfeldern nur wenig. Wir haben da viele Wanderarbeiterinnen und Arbeiter, die teils illegal arbeiten, die keinen Mindestlohn bekommen, die ihre Überstunden nicht bezahlt bekommen und in Ghettos leben, die teilweise noch nicht mal Zugang zu sauberem Wasser haben. Also wir haben da wirklich sehr, sehr große menschenrechtliche Probleme. Schuften für einen Mindestlohn, wenn überhaupt. Dass diese längst bekannten Missstände noch immer bestehen, sei ein Skandal, kritisiert auch Tim Zahn von der Hilfsorganisation Oxfam. Viele Arbeiterinnen berichten darüber, dass sie nicht wissen, ob sie am nächsten Tag Arbeit bekommen, also Tagelöhnerinnen sind, was sie in eine extrem abhängige Position bringt, weil sie nicht wissen, ob sie am Monatsende ihr Einkommen haben werden. Und es gibt vielfache Berichte über Missstände, über Arbeitsrechtsverletzungen dieser Frauen bei ihrer Arbeit. Supermärkte würden ihrer Verantwortung nur scheinbar nachgehen. Heißt, Kontrollen vor Ort und Zertifizierungen wie Global GAP würden von Supermarktketten selbst finanziert. Kontrollen seien lückenhaft oder manipuliert. Beispielsweise werden ArbeiterInnen angehalten, zu lügen, wenn der Auditor kommt und ihnen Fragen stellt. Und es werden nur die ArbeiterInnen aktuell in dem Betrieb sein, wenn der Auditor, wenn der Kontrolleur kommt, die auch instruiert wurden von Management vorher. Oxfam fordert deshalb unabhängige Kontrollen und Konsumenten sollten lieber zu heimischen Erdbeeren greifen, denn Arbeitsbedingungen und Ökobilanz seien hier deutlich besser.